In diesem Video baue ich ein cooles Pflanzregal für meine Chefin. Ich muss mir also ein ganz klein wenig Mühe geben dieses Mal. Nach dem Intro geht's los. Das Pflanzregal, das ich bauen will, ist so eine halbe Upcycling-Geschichte. Ich habe mir ganz viele Einwegpaletten besorgt, die ich am Wochenende bereits auseinandergenommen habe. Daraus ist dieser riesige Stapel hier geworden. In einem ersten Schritt werden wir dafür sorgen, dass diese Leisten alle die gleichen Dimensionen haben und ein bisschen hübscher aussehen. Los geht's! Meine Güte, das hat ja wieder ordentlich gedauert, um aus diesem ganzen Haufen Palettenholz Leisten zu machen, die man auch wirklich für ein Projekt benutzen kann. Es ist zwar cool, dass man mit Palettenholz kostenlos zu seinem Werkstoff kommt, man bezahlt das Ganze dann aber mit sehr viel Aufwand dafür. Nun gut, nach der ganzen Plackerei hier möchte ich euch erstmal erklären, was ich eigentlich bauen möchte, und dafür gehen wir kurz ans Whiteboard rüber. Wie bereits erwähnt, soll das Ganze ein Pflanzregal werden. Das besteht aus 4 Regalböden, die ich bauen werde, mit Hilfe von diesem Palettenholz sowie auch ein wenig Konstruktionsholz. Das wäre der unterste Regalboden. Wir reden hier von etwa 1,20 Meter Breite. Der zweite Regalboden würde dann in diese Richtung etwas hinausragen, der dritte in diese Richtung und der vierte wieder in diese Richtung. Und fixiert sollen die Regalböden dann auch mit Konstruktionsholz werden. Sind dann quasi vorne und hinten je 2 solche Latten. Damit man da keine Schrauben später sieht, werde ich die Bohrlöcher mit Dübeln verschließen, damit das Ganze auch ein bisschen hübsch aussieht. Sehr rudimentäre Zeichnung, nicht gerade der größte Zeichner, aber ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Die Regalböden, die habe ich so geplant, dass der ganze Rahmen hier aus diesem Konstruktionsholz gemacht wird, aus dem Baumarkt. Ich werde dann Falze ansägen bei diesen 2 Leisten und hier rein kommen dann die Palettenholzleisten, die ich jetzt vorbereitet habe. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los und bauen uns diese 4 Regalböden. Los geht's!
Ja, ich muss es nochmal sagen. Palettenholz mag zwar gratis sein, umsonst ist es aber nicht. Das hat jetzt keine Ahnung wie viele Stunden gedauert, um aus diesen Paletten Material zu machen, das ich auch wirklich benutzen kann. Jetzt sieht es aber wirklich top aus, schön gehobelte Oberfläche und angefasste Kanten. Das gibt wunderbare Einlagen für unsere Regalböden, um die wir uns jetzt kümmern. Los geht's! Bei unserem Bodenrahmen hier stoßen wir allerdings schon auf ein erstes Problem. Hier passt die Leiste noch wunderbar hinein. Je weiter ich allerdings Richtung Mitte gehe, desto mehr Spiel habe ich. Bedeutet, der Rahmen macht hier irgendwo einen Bogen. Um dem Abhilfe zu verschaffen, werde ich das Ganze jetzt einfach ein bisschen zusammenzwingen und dann loslegen und diese Brettchen einleiben. Los geht's! So, und damit hätten wir auch unsere Regalböden beisammen. Es gibt hier noch ein paar kleinere Sachen, die ich machen muss, zum Beispiel diese Schnittkanten abrunden und sicher nochmal drüber schleifen. Das mache ich dann aber später. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir die Dinge irgendwie zum Fliegen bringen. Sprich, wir brauchen irgendeine Konstruktion, wo wir die dran befestigen können, und die machen wir aus dem gleichen Material wie die Rahmen für diese Regalböden. Ich möchte mir hier gleich mit der Tischkreissäge und dem Schiebeschlitten ein paar Nuten einsägen, damit wir diese Regalböden darin fixieren können. Damit ich die Anzeichnungsstriche wirklich alle auf der exakten Höhe habe, werde ich mir diese Leisten jetzt zusammenzwingen. Wirklich schauen, dass das schön gerade ist. Alles schön im Winkel. Und dann geht es ans Anzeichnen. Manchmal glaube ich echt, dass ich der dümmste Mensch der Welt bin. Ich habe alle diese Überblattungen ausgearbeitet und wollte nun noch die untere Überblattung an der Tischkreissäge machen. Bei 3 hat das wunderbar funktioniert. Was mache ich mit der 4? Ich Idiot, schneide die Überblattung an der falschen Seite an. Das Beste ist, ich habe keine von diesen Konstruktionsholzlatten mehr. Das heißt, ich muss nochmal im Baumarkt und mir so ein Ding holen. Soll euch nicht weiter kümmern, für euch geht es jetzt weiter mit dem Zusammenbau.
So, und damit wäre auch dieses Projekt wieder abgeschlossen. Ein cooles Pflanzregal für meine Chefin, an dem sie hoffentlich noch lange Freude haben wird. Kleines Fazit zu der ganzen Geschichte hier. Im Großen und Ganzen hat mir das echt Spaß gemacht. Vor allem das Zusammenbauen und am Schluss die ganze Geschichte mit dem Palettenholz. Da habe ich ja schon 2-3 Mal drüber gejammert. Das ist echt nicht so mein Ding. Es war echt total mühsam. Und ja, ich werde mich länger jetzt von Palettenholzprojekten fernhalten, so viel ist sicher. Was ist eure Meinung zu Palettenholzprojekten? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und schreibt mir unbedingt auch wieder rein, was ich hätte besser machen können, was ihr anders gemacht hättet. Da habe ich immer sehr Interesse dran, Neues zu lernen. Wenn euch das Video gefallen hat und das Projekt und euch sowas im Allgemeinen gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Kommen bestimmt wieder ganz viele weitere Videos. Ansonsten freue ich mich über eure Likes und wie gesagt eure Kommentare und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.